Hallo zu meinem ersten Unboxing inklusive Technik-Review auf diesem Kanal. Um welches Paket es sich handelt, seht ihr hier schon mal. Der Inhalt sollte ein BlueStacks Headset sein. BlueStacks ist ja erstmal ein Android-Emulator für den PC, worauf man vor allem Spiele spielen können soll. Also haben die Hersteller von BlueStacks auch eine sogenannte Pro Gamers Series rausgebracht mit unterschiedlichem PC-Zubehör, von dem ich mir jetzt vor ein bisschen über 2 Wochen dieses Headset bestellt habe für 25 € und etwa 250.000 BlueStacks Punkte im BlueStacks Store. Das Paket war nach etwas über 2 Wochen da, was immer noch weit in der Lieferfrist von angegebenen 4 Wochen ist. Allerdings sind mir direkt ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar ist hier auch der Preis des Inhalts angegeben. Ich hebe das Ganze mal ein bisschen an für euch, dann seht ihr, hier sind 10 US-Dollar angegeben. Wie gesagt, ich habe alleine 25 € dafür bezahlt, plus haufenweise BlueStacks-Punkte. Also hoffen wir mal, das hier ist der Listenpreis für Headphones im Allgemeinen. Wir werden sehen, ob das Headset jetzt dem eigentlichen Wert von 25 € plus haufenweise BlueStacks-Punkten oder nur diesen 10 $ entspricht. Aber dazu müssen wir das Ganze natürlich erstmal auspacken. Was machen wir dafür? Richtig, wir nehmen ein Cuttermesser und machen das ganze Ding jetzt doch einfach mal auf. So, das ging schnell. Und auf alle Fälle, das habe ich auch schon gemerkt, hier ist mega viel Verpackungsmaterial drin. Ich glaube, ich schneide das hier mal noch ein bisschen mehr auf. So. Hier haben wir nämlich schon mal, oha, das ist aber richtig gut eingepackt. Ein Paket, was so gut eingepackt war, hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Um den ganzen Karton ist einmal so eine Luftpolsterfolie rum. Und das sind auch nicht diese Standard-Luftpolster, sondern das sind richtig feste Luftpolster. Wow, okay, das kann erstmal weg, das brauchen wir nicht mehr. Hier haben wir den Rest der Verpackung. Hier oben sind Klebestreifen, die machen wir mal noch auf. Und gucken mal, wie wir das Ding vielleicht... hier sind noch Klebestreifen. Einmal die hier auf. Und hier oben sind auch noch Klebestreifen. Oh, jetzt habe ich hier glatt ein bisschen was kaputt geschnitten. Aber das ist nicht so schlimm. Ich wollte die eh nicht weiter benutzen. So, dann kann die Luftpolsterfolie... Oha, die klebt. Tut mir leid für das Geräusch. So. Die kann auch weg. Und dann haben wir hier das Headset. Oha. Oha, Leute. Also trotz der verdammt guten Polsterung, zugegebenermaßen, der Karton sieht leider nicht mehr ganz so gut aus. Alter, der ist ziemlich eingeknickt. Wir packen das ganze Ding einfach mal aus, dann seht ihr das vielleicht auch besser. So, die Tüte reiße ich mal auf. Und dann holen wir das Ganze hier mal raus. Oha. Also der Karton sieht tatsächlich nicht mehr ganz so gut aus. Vielleicht liegt das an der sehr langen Reise von China bis hierher. Trotz verdammt guter Polsterung. Okay, ich richte das hier mal etwas, damit das wenigstens für das Video ein bisschen gut aussieht. Komm, hier ein bisschen gerade machen und das hier oben ein bisschen rausziehen. Und dann tun wir einfach so, als ob das schon immer so war. So, also, hier haben wir das BlueStacks Pro Gamer Headset. Das ist sozusagen für die BlueStacks Fans entwickelt worden. Wir haben hier oben auch noch ein bisschen Schriftzüge hinten. Warte mal, das ist vorne, ne? Pro Tools for Pro Gamers. Ah ja, das ist sogar hinten. Also hier haben wir vorne, das ist die Front des Pro Gamers Headset. Hier oben eine schöne Schlaufe und hinten stehen einige Daten drauf. Ergonomic Design, auch eine der Sachen, warum ich das tatsächlich auch haben wollte, wegen diesem Bogen und dieser, vermutlich soll das Leder sein. Ich hoffe, es ist Leder. Ummantelung-Bogen sozusagen hier oben, der mir ziemlich gut gefällt. Mein altes Headset sitzt nämlich ziemlich fest auf dem Kopf auf, ohne Polsterung, einfach nur Plastik. Und ich hoffe, das hier wird ein bisschen besser sein. Ein Mikrofon, was mich relativ wenig interessiert, denn ich habe ja ein gutes Mikrofon, mit dem ich jetzt auch gerade aufnehme. LED Lightning Effects, okay, ganz nett und schön. Vielleicht auch mehrfarbig. Im BlueStacks Logo wäre natürlich cool. Hier ist es gerade nur in Rot drauf. Das werden wir später sehen. High Quality Leather Cushion,
Okay, also ist das wahrscheinlich wirklich Leder hier oben. Und Dual Headband. Highest Durability for Years of Gaming. Das hoffe ich, auch bei nicht mehr ganz so guter Packung. Unten nichts, vorne haben wir bereits gesehen. Seite das BlueStacks Logo natürlich nochmal. Und jetzt machen wir das ganze Ding doch aber mal auf. Ich hoffe, ich kriege das noch. Ich glaube, jetzt ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn ich es kaputt mache. So, das einmal aufmachen. Lass es bitte bloß Pappschäden sein. Okay, hier haben wir das Headset. Das können wir hier also dann einmal so rausholen. Okay, die Dinger hier oben, also die Bögen scheinen auch eher mit so einem Gummiartig ummantelt zu sein. Aber lass uns das erstmal hier rausholen jetzt. So, der Karton, da ist nichts weiter drin. Den packe ich einmal weg. So, hier noch ein bisschen... okay, so rum sollte man das, glaube ich, aufmachen. So, das ist also das Headset. Nehmen wir das hier mal einmal runter. Hier hinten ist das Kabel drin. Das einmal hier rausfriemeln. Und das ist Pappe, die kann weg. Hier haben wir das Headset. Fühlt sich also vom Spannungsfaktor also sehr, wie sagt man, lose, sag ich mal. Es lässt sich sehr einfach auseinanderziehen. Und das Headset, was auch, das Headset da schon, das Mikrofon, was sich ziemlich leicht verformen lässt und auch einen sehr niedrigen Knickwinkel hat hier unten. Ich hoffe, das hat keine negativen Auswirkungen. Man kann es aber auch leider nicht richtig ranklappen. Wie gesagt, ich brauche es ja zum Beispiel nicht. Das heißt, ich würde das dann so oder so sehr nah ranklappen. Mal gucken. Das hier sieht auch aus, okay, das BlueStacks Logo sieht man tatsächlich gar nicht so doll, wenn das Headset nicht an ist. Das wird nachher wahrscheinlich noch leuchten. Hier haben wir so eine Art, ja, das sieht im Prinzip schon aus wie so eine Lautsprecheroberfläche. Ich glaube nicht, kommen da dann auch Sounds raus? Ist es vielleicht Noise Cancelling vom Umgebungssound sozusagen? Da wird ja teilweise auch noch so minimal nach außen abgegeben, damit die Umgebungsgeräusche ein bisschen gedämpft werden. Oh, das hier ist sehr gut. Das ist ein Lautsprecherregler, hoffentlich, für das Headset an sich. Das ist mir sehr wichtig. Das habe ich momentan an meinem alten Headset als extra an dem Kabel sozusagen dran. Das ist mir sehr wichtig, weil das vor allen Dingen, wenn man streamt oder Videos macht, extrem gut ist. Dann braucht man nicht den Computer-Sound runterstellen, wenn es einem selber zu laut ist, aber man in der Streaming-Software alles eigentlich gut eingestellt hat für den Stream, sondern kann das dann an seinem eigenen Headset einfach leiser machen, ohne dass das Effekt auf den Stream hat. Das ist sehr gut, in der Hoffnung, dass das auch nur für die Lautsprecher ist. Es gibt tatsächlich auch Headphones, wo das einfach die PC-Lautstärke verstellt. Das heißt, das Desktop-Audio, was auch Auswirkungen dann zum Beispiel auf OBS, also die Streaming-Software hätte. Das wäre nicht so geil. Ich hoffe ganz einfach mal, dass es fürs Headset, gucken wir uns später nochmal an. Hier haben wir noch einen Knopf. Ich hoffe, also da ist bloß ein Rechteck drüber. Ich denke ganz einfach mal, der wird zum Muten vom Mikrofon sein, oder? Sag mal, wo ist denn jetzt hier eigentlich vorne und hinten? Ich glaube mal, das müsste ja vorne sein, wenn hier das Mikrofon ist. Das heißt, die Knöpfe sind hinten. Man greift sozusagen, ja, guck mal, das können wir ja nachher ausprobieren. Material, ja, es ist Leder, es stand ja Leder drauf, es ist Kunstleder. Es ist definitiv Kunstleder, das ist kein echtes Leder. Fühlt sich auch ein bisschen plastikhaft an, sag ich mal. Ja, ich weiß nicht, also vor allen Dingen hier so, der Rand, der innere Rand hier fühlt sich schon relativ, ja, nach Plastik an. Das hier fühlt sich schon eher nach Leder an, aber wie gesagt, auch schon eher Kunstleder. In den Kopfhörern drin, also erstmal diese Schaumstoffbeschichtung hier. Mal gucken, ob ich das so zeigen kann, genau. Diese der Schaumstoffrand hier für die Ohren, der ist ziemlich weich. Da müssen wir nachher mal gucken, wie sich das auf den Tragekomfort auswirkt. Und hier drin natürlich normal Stoff wie bei den meisten Headsets. Sonst sehe ich jetzt erstmal nichts großartig weiter Besonderes, außer wie gesagt, dass hier nochmal so lautsprecherartiges Material zumindest ist. Was das bewirkt, werden wir nachher sehen. Ansonsten hier noch so ein bisschen, ja, metallischer Effekt sozusagen. Und der sozusagen die Griffe ein bisschen edler machen soll. Finde ich auch, sieht gar nicht so schlecht aus. Wir werden uns in den nächsten Szenen das Ding jetzt ganz einfach mal ein bisschen im Tragekomfort, in der Benutzung angucken. Und hier oben, wie gesagt, darauf bin ich glaube ich noch nicht so eingegangen, diese Stangen sozusagen, die sehen ja erstmal auf dem Bild aus wie
wie stabile, upsala, nicht wackeln Kamera, wie stabile Metallstangen. Da scheinen auch so Aluminiumstangen oder so drin zu sein. Die Ummantelung ist Plastik, also ist so ein normaler Plastikschlauch, wie man ihn von Kabeln zum Beispiel kennt. Gut, dann, wie gesagt, ab in das Technik-Review. Ich habe das Headset jetzt mal ein paar Tage lang intensiv ausgetestet in verschiedenen Variationen, Kurzzeit-Test, Langzeit-Test. Ich habe natürlich auch mal das Mikro getestet und ein bisschen nachgemessen. Also jetzt mal ein paar technische Fakten, was einige von euch interessieren könnte. Erstmal fangen wir mit dem offensichtlichsten an, der Kabellänge. Ich habe eben mal nachgemessen, das sind etwas über 2 Meter. Ich konnte das nicht ganz genau messen, da bei 1,76 mein Zollstock leider kaputt gebrochen ist und danach nur noch so Pi mal Daumen Messungen. Naja, auf alle Fälle über 2 Meter, das sollte für die meisten PCs ausreichen und ihr könnt sogar mal aufstehen, ein bisschen rumlaufen, euch entspannen, wenn ihr mal eine kleine Pause machen wollt, ohne das Headset abzusetzen. Dann gab es ja ein paar Fragen aus dem Unboxing. Ein paar Sachen sind mir direkt aufgefallen, zum Beispiel diese beiden Knöpfe hier hinten auf der Rückseite des Headsets. Es gibt so einen Kreisregler, sag ich mal, so ein Rad und einen Knopf mit nur einem Viereck darüber. Die haben jetzt besondere Eigenschaften, die ich zumindest auch schon mal vermutet hatte. Und wir fangen mal bei dem Rad an. Das ist wie gehofft tatsächlich der Lautstärkeregler für das Headset. Nicht für die PC-Lautstärke, was für mich, der mal ab und zu streamen möchte, relativ wichtig ist. Das hatte ich ja im Unboxing schon erklärt. Einige Headsets haben das nämlich so gemacht, dass die ganze PC-Lautstärke verstellt wird. Das heißt, auch die Eigenschaften in der Streaming-Software oder in der Aufnahmesoftware werden verstellt und man selbst ist auf einmal lauter als das, was man hört. Das ist hier nicht der Fall, da wirklich bloß die Lautstärke vom Headset verstellt wird. Es werden keine Einstellungen am PC geändert. Der Knopf darunter ist, wie bereits vermutet, der Aktivierungs- und Deaktivierungsknopf für das Mikrofon. Ob das Mikrofon jetzt aktiviert ist oder nicht, sieht man am Mikrofon selbst und zwar hier vorne. Wenn es aktiviert ist, leuchtet da nämlich eine kleine rote Lampe. Das hat allerdings einen kleinen Nachteil, denn wenn man das Headset auf hat, ich setze es mal ganz kurz auf, dann sieht man die Lampe gar nicht. Also entweder man biegt jedes Mal das Headset so weit rum, dass man vielleicht aus dem Augenwinkel erkennen kann, ob dieses Lämpchen jetzt leuchtet oder nicht. Oder man vertraut ganz einfach darauf, weil man weiß, okay, man hat den Knopf jetzt ordentlich gedrückt und die Kumpels hören einen vielleicht auch nicht mehr. Ansonsten werden die einem schon sagen, wenn man zurückkommt und die irgendwas mitbekommen haben, was sie nicht sollten. Aber soweit auf alle Fälle erstmal zu dem Mikrofon. Das hätte man vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Übrigens habe ich natürlich auch einen kleinen Soundtester mitgemacht. Ich persönlich finde das jetzt nicht super schlecht für ein Gaming-Headset, aber auch nicht super gut. Es ist ein durchschnittliches Mikrofon, ein Headset-Mikrofon. Ihr kriegt natürlich auch gleich eine Audioaufnahme davon, wie sich das Ganze anhört. Dann könnt ihr auch mal mit diesem Mikrofon hier vergleichen. Ich denke mal, dieses wird sich doch schon deutlich besser anhören. Empfehlen kann ich da bloß, das nicht direkt mit der Öffnung zum Mund zu halten. Entweder man dreht die Öffnung so ein kleines bisschen weg oder macht das Headset deutlich weg vom Mund. Denn es passiert öfter mal, dass man dieses Hauchen hat. Das geht jetzt hier nicht, weil ich so einen Popschutz davor habe, damit eben diese Geräusche, diese Pustgeräusche in das Mikrofon nicht so stark zumindest kommen. Aber hier kann das durchaus mal passieren, da hier kein Popschutz drauf ist. Das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht oder eben einfach das Mikro so ein bisschen wegdrehen, dann ist die Soundqualität vielleicht auch nicht mehr ganz so gut, aber ihr vermeidet zumindest diese doofen Geräusche. Hier dann jetzt die versprochene Testaufnahme für euch. Ich habe das Mikrofon jetzt ganz normale 2 bis 3 cm von meinem Mund entfernt und rede in einer normalen Lautstärke, wie ich auch mit Kumpels sprechen würde, wenn ich über Discord oder Teamspeak mit denen quatsche. Ihr könnt euch selbst ein Bild davon bilden, ob euch diese Soundqualität für eure Zwecke von dem Headset ausreicht. Übrigens eine weitere Vermutung, die ich hatte, das Headset lässt sich leider dauerhaft nicht so einfach hier ranbiegen, sag ich mal. Also es hat die Eigenschaft, immer mal wieder sich zu verstellen selber, weil die Biegung ist hier nicht so fest. Zumindest hier unten bei diesem kleinen, ja, das ist kein Gelenk, das ist so eine Schlange, wie so ein Wurm, der sich so biegen lässt. Aber leider nicht sehr stabil. Es reicht auf alle Fälle aus, wenn man das Mikro dauerhaft benutzt. Also fast dauerhaft zumindest. Ich benutze es ja nun gar nicht, deswegen stört es mich ein bisschen. Aber es ist definitiv nicht so, dass ich sagen würde, ich kann das Headset deswegen nicht benutzen. Dann zu ein paar Sachen, die mir auch noch sehr gut gefallen. Und zwar zum Beispiel dieser doppelte Bogen hier oben. Das ist eine Sache, die mein altes Headset nicht hatte. Ich nehme das mal ganz kurz zum Vergleich dazu.
Das hier ist mein altes Headset. Das ist in der Preisklasse tatsächlich ungefähr genauso teuer wie das hier. Dafür, wenn man es nur mit Geld bezahlen würde und sich die 250.000 BlueStacks Punkte also nicht erarbeitet, sondern direkt im BlueStacks Store kauft, würde ungefähr 45 € kosten. Dieses Headset hier hat damals im lokalen Elektrofachgeschäft 35 € gekostet, also nur 10 € weniger als das hier. Trotzdem hat man sehr, sehr viele große Unterschiede. Zum einen, das hier hat keinen doppelten Bogen. Das ist nicht nur blöd, sondern an dem einen Bogen, der da ist, ist auch keine Polsterung. Das heißt, man hat dauerhaft reines Plastik auf dem Kopf sitzen. Das kann vor allen Dingen nach mehreren Stunden Spielzeit dazu führen, dass man so ein Drücken auf dem Kopf bekommt, was ziemlich unangenehm werden kann. Als ob eben die ganze Zeit jemand so ein bisschen auf den Kopf drauf drückt. Das hat man hier nicht. Erstens, weil wir hier eben diesen doppelten Bogen haben und es sehr gut abgepolstert ist. Dieser Bogen hier, das ist so ein kleiner Plastikstreifen sozusagen im Inneren und der ist von beiden Seiten relativ gut abgepolstert mit Kunstleder und so einer Stofffüllung, sag ich mal, einer weichen Stofffüllung. Und der Vorteil ist, man braucht das Headset nicht ständig verstellen, denn dieser Bogen passt sich automatisch an die Kopfform an. Wenn man das Headset aufsetzt, dann geht dieser Bogen raus, wie ihr gerade seht, und man kann das Headset so, wie man es gerade braucht, aufsetzen. Auch ein Vorteil, den mein altes Headset nicht hatte, da musste man das immer fest einstellen und mit so Klickverschlüssen an beiden Seiten sozusagen auf die eigene Kopfgröße einstellen. Kann man sich hier sparen, denn es stellt sich sozusagen bei jedem Mal neu ein. Und auch wenn man das Headset mal verleihen sollte, ein Kumpel sitzt neben einem oder so, der setzt sich das Ding mal auf. Man braucht sich keine Sorgen machen, man muss es nicht immer wieder zurückstellen oder umstellen. Die eigenen Einstellungen sind weg. Fällt hier alles weg. Finde ich super. Weiterer Vorteil ist natürlich, dass das stundenlange Spielen unterstützt. Heißt, man hat nicht so schnell einen Druck auf dem Kopf, wie bei dem anderen Headset, was ich euch gerade gezeigt habe. Kein Druck auf dem Kopf, allerdings eine kleine andere Macke, die mir persönlich nicht ganz so gut gefällt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das hatte ich bisher bei jedem Headset, was ich längere Zeit auf hatte. Ich habe gestern einen Stream gemacht, der über 5 Stunden ging. Das Problem war, nach 5 Stunden tat es ziemlich an den Ohren weh. Hier und hinter den Ohren. Problem dabei ist aber, dafür kann das Headset relativ wenig. Ich muss zugeben, die Polsterung hier ist ziemlich gut. Die ist ziemlich weich und passt sich gut an die Ohrform sozusagen an. Nachteil ist, wie jedes Headset dieser Art, drückt es auf die Brillenbügel, wenn man eine Brille trägt. Das sorgt dafür, dass die Brille hinter den Ohren drückt, beziehungsweise die Ohren auf die Brille. Für Brillenträger also nicht ganz so cool, aber immer noch besser als On-Ear-Kopfhörer zu benutzen, die direkt die Ohren noch weiter randrücken. Da gefällt mir diese Möglichkeit, die Over-Ear-Kopfhörer, schon viel besser. Das ist wie gesagt etwas, daran muss man sich gewöhnen und davon sind auch nicht alle betroffen natürlich. Und man kann es sozusagen beheben, indem man das Headset einfach mal alle paar Stunden abnimmt. Blöd natürlich, wenn man gerade in einem Gespräch ist. Entweder man macht es dann mal auf laut und stellt sein Mikrofon aus. Oder ja, man hört einfach mal ein paar Minuten nicht zu, um mal die Ohren so ein bisschen zu entspannen. Eine weitere Frage aus dem Unboxing war ja, ob diese Details hier sozusagen an der Außenseite der Kopfhörer irgendeine coole Bedeutung haben. Ob da vielleicht auch Sounds rauskommt, vielleicht Umgebungs-Noise-Canceling oder so. Antwort: Nein. Auch wenn es so aussieht, als ob das vielleicht Lautsprecher sein könnten, es ist reine Dekoration. Finde ich persönlich nicht so schlimm, war ja auch bloß eine Vermutung und ich muss ehrlich sein, ich hätte es schon ziemlich cool gefunden, wenn man jetzt hätte sagen können, dafür wäre vielleicht der Knopf auch gut gewesen, vielleicht wäre deswegen nur so ein Rechteck darüber gewesen, dass man da umschalten kann, ob der Sound hier rauskommt oder daraus. Das heißt, Kopfhörer mit integrierten Lautsprechern. BlueStacks, merkt euch das, für die nächste Generation eurer Kopfhörer, macht doch ganz einfach mal ein Headset mit integrierten Lautsprechern. Das wäre doch mal geil. So, soweit aber zu diesen Lautsprechern, nein, Quatsch, Kopfhörern natürlich. Ich hoffe, das Review und das Unboxing hat euch soweit gefallen. Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Vielleicht hat jemand von euch ja schon dieses Headset und kann seine Meinung noch dazu schreiben. Dann können wir so ein paar andere Meinungen, andere Sichtweisen dazu ziehen sozusagen. Ich habe jetzt nur so eine Sichtweise von ein paar Tagen bekommen, wo ich das ausgetestet habe, auch mal Langzeit. Habe euch das jetzt gesagt, wie findet ihr das Headset? Würdet ihr es euch kaufen? Link zu dem Kauf von dem Headset ist natürlich unten in der Videobeschreibung, allerdings kann man das nur über den BlueStacks Store direkt kaufen. Das heißt, ihr müsst euch vorher BlueStacks runterladen, dort in den Store gehen, entweder euch die 250.000 BlueStacks Punkte erarbeiten, indem ihr spielt. Das hat bei mir so ein bisschen über 1,5 Monate gedauert, plus ein paar Tage für diese 10 Hauptquests sozusagen, die man hat, wo man unglaublich viele BlueStacks Punkte bekommt. Oder ihr kauft euch sie direkt für 25 €. Das Headset an sich kostet dann
nochmal 20 Euro plus die 250.000 BlueStacks-Punkte, also umgerechnet 25 Euro. 45 Euro für dieses Headset. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe schon wesentlich teurere Headsets gesehen, die nicht solche coolen Funktionen hatten. Aber wie gesagt, auch ein Headset, was 35 Euro gekostet hat, 10 Euro weniger und wesentlich schlechter war. Also ich kann das nur empfehlen. Eure Meinung in die Kommentare oder gebt einen Like auf das Video, das wäre natürlich super und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Video, in einem anderen Format oder in einem Livestream. Bis dann!